Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema gehen, Kubaner in der DDR. Und da habe ich hier meinen Vater. Er ist prädestiniert für das Thema, denn er war Vertragsarbeiter in der DDR hier in Eberswalde, wo ich auch heute noch wohne. Und ja, mehr zu dem Thema gleich nach dem Intro. Hallo Papa, schön, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast. Meine erste Frage ist, wie und wann bist du denn in die DDR gekommen? Ja, ich bin das 16. Oktober 1979 bin ich von Kuba weg nach Deutschland. Und am 17. sind wir in Berlin, Schönefeld. Ja, dann war es 17. Oktober. Okay, und wie ist das passiert? Ja, dann habe ich erfahren in Kuba mit der Zeitung, dass Kuba Technica wollte Gruppen sammeln, ja, um nach die damalige DDR schicken zum Arbeit und Lernen. Okay, du hast gerade Kuba Technica gesagt. Was genau ist oder war das? Naja, das war eine Abteilung von der Wirtschaft, die hat alles mit Techniker, also in Kuba alles mit Techniker, was zu tun hat, die waren verantwortlich. Okay. Und also das waren sozusagen die Organisatoren, die haben es verwaltet. Ja. Okay. Und also wie genau hast du denn jetzt davon erfahren? Also woher wusstest du, Kuba Technica sucht Menschen für die DDR? Wegen der Zeitung. Ja. Dann musste ich zum Arbeitsamt in San Luis, Provinz Santiago de Cuba. Und dann habe ich meine Formular aufgefüllt. So, und dann zwischen 2 und 3 Monaten ist jemand von Kuba Technica von Havanna nach San Luis gekommen und dann hat mit uns eine Treffen gemacht und er erzählt und er erklärt, was wir in Deutschland machen sollen. Okay. Und gab es da irgendwelche Voraussetzungen, irgendwelche Qualifizierungen, die du mitbringen musstest? Nein, nur dahin Formular ausfüllen und das war. Also im Grunde genommen jeder, der wollte, der konnte dann auch reisen. Genau. Ah, okay. Und die Gruppe, die bestand aus Personen aus San Luis oder? Personen aus San Luis. In Umgebung, aber die San Luis gehört. Und kanntest du diese Menschen? Manche ja. Okay. Und wie war es denn für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Also der erste Eindruck, erinnerst du dich da noch, als du das erste Mal der deutschen Boden betreten hast? Ja, die erste war diese Kälte. Dann war ich schon Oktober. Und der Winter ist, Ja, ist immer nach. Für Kubaner schon ein Unterschied. Ja, und ja, aber in die Fahrt vom Flughafen nach Eberswalde habe ich gesehen, viele Betriebe und die Entwicklung von Land. Ja. Ein Land, die ganz, ganz anders als Kuba ist. Okay. Nochmal zu den Gruppen, weil du hast ja gesagt, es gab Gruppen, beziehungsweise eure Gruppe ist dann nach Eberswalde gekommen, ja, nördlich von Berlin. Wie viele Personen waren denn in der Gruppe? Ja, unsere Gruppe, Ja. in unserer Gruppe waren 5 Leute. Nach 4 Jahren waren 20. 11 sind nach Kuba, weil der Vertrag zu Ende war. Und der Rest, die 9, die waren ausgesucht, ja, 3 Monate früher, als dieser Vertrag zu Ende gegangen ist. Ja.
und sollen wir weiter qualifizieren und lernen. Okay. Ja gut, aber das ist ja später nochmal. Dazu kommen wir gleich nochmal, weil ihr hattet erstmal 4 Jahre. Ja? Ja, nach 4 Jahren 20 Leute von 50. Von 50. Und wie viele Gruppen gab es insgesamt? Weißt du das? Ja, da waren viele, viele Gruppen verteilt. Das ist schwer für mich sagen, eine Zahl, aber das war viel. In den ganzen damaligen DDR waren viel verteilt überall. Okay. Und gab es für euch irgendwelche Regeln, an die ihr euch halten musstet, während ihr hier als Vertragsarbeiter gearbeitet habt? Ja, erst Disziplin, dann Arbeiten und Lernen. Okay. Das war. Und keinen Mist machen. Ja, ja. Wie habt ihr euch denn finanziert? Also wie wurde denn das Ganze finanziert? Ja, wir haben in Krambo zum Beispiel 900 Deutsche Mark gekriegt. Und von diesen 960% ist nach Kuba gegangen. Ja? Und wir sind mit der Rest, 40%, für Sachen kaufen, Schuhe und uns ernähren. Aber als ihr angekommen seid, habt ihr da irgendwie eine Erstausstattung bekommen oder? Ja, vom Betrieb, ja. Schuhe, Stiefel, ne? Okay. Und Jacke und Winterjacke und alles. Ja, doch Pullover und so weiter. Und dann habt ihr im Wohnheim gewohnt? Da sind wir im Wohnheim gewohnt, Okay. vor dem Betrieb. Du hast ja gerade schon gesagt, im Oktober seid ihr angekommen, da lag sicherlich noch kein Schnee, aber vielleicht 1, 2 Monate später, wie war das für dich, das erste Mal Schnee zu Ja, sehen? erstmal war ich ein bisschen schockiert, so wie, was ist denn hier jetzt mit diesem Schnee? Naja, erstmal gesehen, aber dann sind wir immer raus, ein paar Leute raus, ja, und dann zum Schluss haben wir Kugel gemacht, ne? Schneebälle. Ja, Schneebälle gemacht und dann hast du uns geworfen und so weiter. Da haben wir ein bisschen gepilzt. Okay. Du hattest ja vorhin gesagt, Disziplin, Ausbildung, Lernen, also das Thema Lernen war ja ganz groß. Was genau habt ihr denn im Betrieb gelernt oder was wurdet ihr denn ausgebildet? Ja, ich sage, erst Deutsch lernen und dann kommt alles bei den verschiedenen Berufen, ja, die Technik. Zum Beispiel die Schweißer, was lernen die Schweißer, was lernen die Stahlaufschlosser, ja, die Lagerarbeiter und so weiter. Kranfahrer. Kranfahrer, ja, das ist ein Teil von Lagerfacharbeiter. Also, ich war zum Schluss Lagerfacharbeiter und ich musste auch Stapler fahren und Kran fahren. Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, Deutsch lernen. War es für dich schwer, Deutsch zu lernen? Sehr schwer. Nur wenn man richtig konzentriert, ja, und manchmal sagen, also ich will das nicht machen und das nicht machen, mit meiner Freiheit. Ja, ich möchte meine Freiheit, sagen wir, Sonnabend und Sonntag lernen, Deutsch lernen. Und habe ich mich zum Beispiel viel konzentriert auf das. Sonnabend 4 Stunden und Sonntag 4 Stunden Deutsch gelernt. Und tja, da hat mein Deutsch ein bisschen besser geworden. Okay. Wie lange hat es gedauert, bis du dich auf Deutsch zumindest verständigen konntest? Naja, sagen wir, zwischen 1,5 Monate bis 2 Monate konnte ich schon ein bisschen verständigen. Das ist aber schon relativ schnell, ne? Ja. Ist sicherlich auch, weil ihr direkt im Betrieb wart und jeden Tag ja auch Kontakt mit den Deutschen hattet, ne? Auch. Apropos Betrieb, wie habt ihr denn gearbeitet? Also ihr wart ja Vertragsarbeiter, ihr habt in Schichten gearbeitet? Wir haben in Schichten gearbeitet, Ja. 3 Schichten. Und von wann bis wann, welche Tage musstet ihr, wie viele Stunden, was war der Umfang? Naja, die Nachtschicht ist Sonntag um 22 Uhr angefangen, bis nächsten Tag um 6 Uhr. Da ist der Frühschicht gekommen, von 6 bis 14 Uhr und die Spätschicht 14 Uhr bis 22 Uhr. Also komplett durch quasi. Ja. Gab es einen Ruhetag? Nein,
Sonnabend und Sonntag. Also ja. Normal. Okay, also dann gab es einen Ruhetag. Also Samstag war dann die letzte Schicht, ist Samstag in der Früh dann beendet worden sozusagen wahrscheinlich, ne? Zum Beispiel die letzte Schicht, sagen wir, Nachtschicht, es hat angefangen Sonntag. Bis Um 22 Uhr. Um 22 Uhr bis es Schluss war Freitag um 6 Uhr. Freitag 6 Uhr. Um 6 Uhr. Weil die sind einen Tag vorher 22 Uhr angefangen. Ah ja, okay. Also dann hattet ihr quasi den Freitag fast frei komplett Ja. und den Samstag frei. Und den Samstag und Sonntag. Und Sonntag ein bisschen. Ja, Okay. weil Montag die Nachtschicht übernimmt die Frühschicht. Ja, okay. Aber ansonsten an den Werktagen wurde komplett durchgearbeitet, nach 24 Stunden. Ja. Okay. Ah ja, und zu welchen Zeiten habt ihr dann gelernt? Ja, das war Montag. Montag. Montags von 8 bis um 1 so rum. Ja, so Okay. rum. Also das dann Deutschunterricht, auch für die Weiterbildung, also beruflich gesehen, da wurde dann alles gemacht. Okay. Okay, was habt ihr in der Freizeit gemacht? Gab es überhaupt eine Freizeit für euch? Ja, haben wir zum Beispiel, wir sind nach Fürstenwalde gefahren und dann haben wir Baseball gespielt, nach Berlin haben wir auch. Vom Betrieb haben wir viel gefahren, Ausflüge im Museum, Landschaften zu gucken und so weiter. Okay, also es waren dann so durchgeplante Aktionen vom Betrieb? Vom Betrieb aus. Okay, aber in der Zeit, wo ihr dann alleine unterwegs wart, dann habt ihr halt Baseball gespielt und... Haben wir Baseball gespielt, haben wir Wochenende zum Beispiel Freunde Besuch in Halle, Neustadt, Nordhausen und so weiter. Okay. Und hattet ihr auch Kontakte außerhalb des Betriebs mit deutschen Personen? Ja, haben wir auch. Haben wir sogar geholfen, wenn irgendwas schwer zu machen hat, zu bauen oder irgendwas, sind wir gerne da gekommen und geholfen. Also hattet ihr, oder du jetzt in der Zeit, als du Vertragsarbeiter warst, auch deutsche Freunde? Ja. Okay. Und wie würdest du grundsätzlich sagen, das Verhältnis der Kubaner bzw. Ausländer zu den Deutschen zu der Zeit? Ja, wir sind gekommen und das gab Probleme auch. Und man kann auch so sagen, nicht so leichtes Problem, aber ein großes Problem. Und wenn der Rummel kam, dieser Rummel kam, so diese Buddha-Schießen und so weiter und so fort. Da hat man das Bier getrunken und so weiter und so fort. Dann ein Mann schubst die andere oder sagt was und der andere hat nicht richtig verstanden und das war das Problem. Und dann kommt eine und die andere und dann war eine große Krach. So, dann war ein großes Problem. So schwer, dass unsere Gruppe wurde fast aufgelöst. Ja? Und ich sollte zum Beispiel nach Eisenhüttenstadt und so weiter. Und die andere Gruppen so, wollten verteilen, aber es ist nicht so gekommen. Okay. Und wir sind weiter geblieben in Eberswalde und alle war wieder gut. Und von dieser, man sagt, Feindlichkeit oder so, ja? Fremdenfeindlichkeit. Ich kann erzählen, ich war einmal, da habe ich eingekauft und ich sage, Mensch, ich nehme die Abkürzung, ist durch den Wald. Und ich bin durch den Waldstück, durch den Wald gelaufen, plötzlich sehe ich 40, 50 Leute. Die trinken und machen ein bisschen Krach und so weiter und feiern. Ich habe nicht gewusst, dass da Hitler Geburtstag war. Und ich bin gelaufen mit meinem Beutel durch da ungefähr 4 Meter von diesen Leuten. Mir habe ich gesehen, keiner hat mit mir ein Wort gesagt, nicht, gar nicht.
Und für mich war ein bisschen unerklärlich, weil normalerweise diese Leute wollen nicht die Ausländer, die sind ja ausländerfreundlich oder sowas. Ja? Und später habe ich gedacht, naja gut, aber ich bin Ausländer von weiß ich nicht wie viel Meter. Da konnte mir sagen, ich bin nicht weiß, ich bin nicht blond und alle wissen, dass ich Ausländer bin. Ja, klar. Und die hatten gar nicht gemacht. Gar nichts gesagt. Na, gar nicht gesagt, gar nicht gemacht. Haben wir Glück gehabt. Ja. Aber hast du generell mal Fremdenfeindlichkeit erlebt? Nein. Gar nicht. Nein. Ich bin mit den Zügen nach Dresden gefahren, nach Nordhausen, kein Problem. Okay. Ist auch, also wie erklärst du dir das? Weil es gibt ja viele Personen, die fremdenfeindlich sind und auch entsprechend es zeigen. Ne? Und viele erleben es ja auch. Ne? Und dass du so viele Jahre jetzt auch quasi nach der DDR eigentlich nie Probleme hattest. Nie Probleme habe. Was ich sage ist, ich weiß nicht, ich bin ein ruhiger Mensch, ich brauche nicht so viel, ich suche kein Problem. Und wenn mir schützen, naja gut, dann, oder ich schütze jemanden, weil muss ich durch, ja, entschuldigen und so, und gehe weiter. Und manche schützen dir und gehen weiter, ohne was zu sagen. Und man muss irgendwas entschuldigen. Oder ein Moment, ich muss durch, lasse mich durch, ja, und alle diese Dinge. Ja, wobei, also ich sag mal, Personen, die halt fremdenfeindlich sind, da kannst du Entschuldigung sagen, wie du möchtest, das bringt auch nichts. Ja, also naja, gut, ich sage direkt. Vielleicht habe ich auch Leute in der Nähe von mir, die, ja, aber nur diese, was ich erzählt habe, das war ja ohne Problem. Okay. Na gut, ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Arbeit. Du hattest ja vorhin gesagt, nach 4 Jahren wurde halt nochmal verlängert um 2 Jahre, ne? Beziehungsweise als dann die 4 Jahre rum waren, wie war das denn? Also wie ging es denn weiter? Habt ihr denn halt vorher erfahren, es geht weiter oder wie war das? Ja, naja, bevor der Vertrag zu Ende geht, dann hatten Leute ausgesucht, 9 Leute von die 20, 9 Leute, und dann die am besten, also eine gute Disziplin und so weiter. Und dann, da war ich natürlich dabei, und ja, wir sind im Urlaub, sagen wir. Also Urlaub hattet ihr auch? Ja. Also Urlaub meint jetzt in Kuba, also Heimaturlaub? Heimaturlaub, 45 Tage. Okay. Dann sind wir zurück, und die andere Gruppe ist nach 2 Monaten, dann ist es Schluss, nach Hause geflogen. Und wir sind geblieben noch 2 Jahre. Wie oft wart ihr auf Heimaturlaub? In die 6 Jahre 2 Mal. Also dann alle 2 Jahre sozusagen? Ja, alle 2 Jahre. Okay. Na gut, und ja, als die 6 Jahre zu Ende waren, können wir mal kurz rechnen, 79 bist du nach Deutschland, also in die DDR gekommen. Dann 6 Jahre später war dann 1985. Ja. Da war ich ja auch schon da zu dem Zeitpunkt. Ja, was habt ihr denn gemacht? Wie ging es denn weiter? Weil du musstest ja wieder zurück. Ja, also, dass meine Familie in Kuba kommt, musste ich heiraten. Und ich habe ja vor 1 Jahr wollte ich heiraten, aber das war... Also 1 Jahr vorher? Aber es war so schwer. Weil ich musste Dokumente von Kuba-Techniker, Dokumenten sollen von Kuba kommen, und das war schwer. Und plötzlich, ja, zum Ende, ja, von meiner Zeit in die damalige DDR, sind die Papiere gekommen. Und schnell zum Standesamt, und da hat die Behörde und alles so schnell alles getan, im Voraus, alles schnell, weil nächsten Tag muss ich zurück nach Kuba. Und, sagen wir, 17. bin ich weg, und 16. haben wir geheiratet, also ein Tag vorher. Einen Tag vorher. Also am letzten Tag. Am letzten Tag, muss man so sagen. Naja.
Gut, also das war dann schon eine kleine Odyssee, bis das dann hingehauen hat, dass man wieder, dass du nach Kuba zurück konntest, war ja nicht das Problem, aber dass wir mit konnten, Ja. sozusagen, war dann halt nochmal eine kleine Odyssee. Und als wir dann in Kuba waren, wir haben ja dort 2 Jahre gelebt, ne? Und dann sind wir ja 1987 wieder zurück. Ne? Ja. Ja. 1987 sind wir wieder zurück nach Deutschland. War das denn so einfach möglich? Nein, das war sehr schwer. Ich war in so viele Polikliniken, Laboren, Krankenhäuser, weil die Familie, auch du, ich hatte ein Problem mit einer Allergie damals. Und ich habe zum Schluss die Dokument ärztliche Dokument zur Immigration gebracht und ich sage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sind meine Papiere nach Havanna und alle diese Dinge. Und dann hat uns erlaubt, übersiedeln nach DDR. In die DDR zurück. So, aber das war 1,5 Jahre. Von 2 Jahren, 1,5 Jahre hat es gedauert. Und es gab keine Medikamente oder ähnliches, die hätten... Das war Medikament, aber dass die Familie so eine Krankheit hat, ja, konnte nicht lange in Kuba bleiben. Ja, klar. Na gut, und dann sind wir wieder zurück nach Deutschland. Und dann sind wir wieder direkt zurück nach Eberswalde oder wie war das? Ja, wir sind direkt zurück nach Eberswalde. Nach einer Woche war ich in meinem alten Betrieb, Kranbau, und habe ich gefragt, ob ich da wieder arbeiten kann. Und ja, die hatten mir alles gekannt und das hat das kein Problem. Sie können sofort wieder anfangen, ein Vertrauen, sie können sofort arbeiten. Dann war das ja quasi ein richtiger Arbeitsvertrag. Ja. Dann warst du kein Vertragsarbeiter mehr, sondern tatsächlich ein ganz normaler Arbeitsvertrag in der DDR. Ja, ganz normaler Vertrag. Okay. Und ja, ich sag mal, 2 Jahre später war ja dann auch schon die Wende. Wie war es denn letztendlich für dich in der Zeit in der DDR? Im Grunde genommen hast du ja fast... So, da hat sich die Kamera gerade verabschiedet, deswegen jetzt also quasi nochmal neu ab dem Moment. Also ich habe gerade gefragt, wie das war letztendlich, ja 10 Jahre nach der, du hast ja 10 Jahre mehr oder weniger quasi in der DDR gelebt, mit ein paar Monaten, Jahren Abzug, aber du hast ja 10 Jahre miterlebt. Gibt es da eine Sache oder gibt es da Dinge, die dich besonders geprägt haben in der Zeit? Tja, von die DDR, was am meisten hat mir viel geprägt, aber ich sage, das Land, diese Sehenswürdigkeit, wie die Leute leben, wie die Leute sich verhalten und vor allem, das ist für mich wichtig in meinem Leben und ist die Pünktlichkeit den Deutschen. Da habe ich gelernt und das heute noch in meinem Leben ist immer bei mir. Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Okay. Na gut, ja, Dankeschön. Gibt es zum Abschluss vielleicht noch irgendwas, was du sagen möchtest? Tja, ich wollte sagen, danke, dass es die DDR existiert hat, weil sonst hätte ich nicht nach Deutschland zu kommen und meine liebe Familie zu gründen. Und ich sage nochmal, danke. Ja, danke auch für das Interview hier heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann
Ihr wisst ja, Daumen nach oben würde mich freuen und wenn ihr vielleicht auch an weiteren Videos mit meinem Vater interessiert seid, vielleicht gibt es ja noch einen Teil 2, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten, ja, ihr wisst ja, nächsten Sonntag 17 Uhr dann das neue Video, vielleicht ja zwischendurch noch ein anderes, schauen wir mal. Ja, bis dahin, saludos, ciao. Ciao.